94. Das ist der Original, den du damals... Hier ist das Original. Das habe ich mir aufgehoben. Nemschitz, stehen Sie auf. Ich bin aufgestanden. Was ist jetzt los? Nimm deine Schulsachen und verlass die Klasse. Du bist nicht würdig, mit arischen Kindern in die Schule zu gehen. Ich habe mein Schulbackerl zusammengepackt, bin rausgeschlichen und natürlich heulend über die Stiege runtergeschlichen. Ich bin ja gern in die Schule gegangen. Ich werde oft gefragt, ob sowas wiederkommen kann. So, wer die menschliche Dummheit kennt, muss das leider bejahen, denn die Menschheit wird nicht lügen. Mein Vater hat mir gesagt, wenn du im Leben auf alles vergisst, vergiss nie, dass du ein Mensch bist und handle danach. Danke, dass du als regelmäßiger Zuseher eine so große und wertvolle Stütze in unserem Friedensprojekt Lebensweisheiten von 100-Jährigen bist. Wenn du jetzt unser Friedensprojekt noch weiter unterstützen möchtest, ist die beste und einfachste Art, unseren Kanal zu abonnieren. Das alles ist nur dank dir und dank dem Vertrauen der einzelnen Familien möglich. Danke. Danke. Ich bin der Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte für den Frieden wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung du bist? Ach, jung. Ja, 94. 94 Jahre. Ja, bin ich erst kürzlich geworden. Am 8. Jänner 1932. Ein Steinbock. So bockig bin ich auch. Ich gebe es ja zu. Und wie war das damals so 1932 in eine jüdische Familie hineingeboren? Ja, das war ja eine gemischte Familie. Meine Mutter war ja erst katholisch und der Papa war halb Jude, weil ja seine Mutter auch eigentlich katholisch war. Wir waren eigentlich eine ganz normale Familie. Religion hat bei uns nicht sehr viel Spielraum gehabt. Wir sind nur am Sabbat, also am Samstag, in die Synagoge gegangen. Mama und ich auf der Empore, der Papa hat unten gebetet. Und ich war so ein Stöpsel zwischen 5 und 6. Und naja, die Damen sind alle oben gesessen. Das waren natürlich Geschäftsleute. Aber die Mutti war Schneiderin und ich habe immer so putzige Kerl gehabt. Und bin dann von einer Dame zur anderen gewandert. Die Damen haben nämlich besonders am sogenannten, heute heißt der Tag Yom Kippur, damals hat man gesagt, der lange Tag, weil wir den ganzen Tag nichts essen noch dürfen. Naja, aber die Damen haben halt einen Apfel gehabt, mit Gewürznageln gespickt. Und das Gas, das sich entwickelt hat, hat die Magennerven betäubt. Naja, und ich bin halt von einer zur anderen marschiert. Darf ich bei Ihrem Apfel riechen? Also die haben wir Unterhaltung gehabt und ich habe auch mein Vergnügen gehabt und die Zeit ist schon wieder vergangen. Also so viel zur Religionsausübung. Die Mutter ist ja 1931 aber dann zum jüdischen Glauben vorkonvertiert, bevor du auf die Welt gekommen bist. Ja, und zwar, sie hat ihren Mann so lieb gehabt, dass sie zu seinem Glauben übergetreten ist. Genauso wie seine Mutter, die war auch katholisch und ist auch zum Glauben übertreten. Also so viel dazu. Aber in dem sind wir weiter nicht religiös gewesen. Und dann ist 1938 im März der Hitler gekommen. Ja, für die habe ich dann als Jüdin gegolten. Also, es ist ja nicht gerechnet worden, was du für einen Glauben annimmst, sondern
was für Blut du hast. Und wenn einer Volljud ist, hat er angeblich ein anderes Blut wie ein Katholik. Und wenn das dann gemischt wird, beim ersten Mal ist mein Papa Halbjude geworden, bei der zweiten Mischung war ich als Vierteljüdin. Nur der Adolf hat mich vollgenommen, was die anderen nicht gemacht haben. Wie ist denn das dann gewesen, wie denn der Hitler gekommen ist? Wie hat sich das dann auf dich als Sechsjährige ausgewirkt? Ja, der erste Eindruck war am 12. März. Ich bin bereits im Pyjama am Durchgang zum Schlafzimmer gestanden und der Papa ist nach Hause gekommen. Die Türe geht auf, mein Vater war 1,86 Meter groß und der große Mann steht in der Tür und es rinnen ihm die Tränen runter. Und es kommt nur immer das eine, jetzt ist alles aus, jetzt ist alles aus. Was aus sein würde, hat man damals noch nicht gewusst, wie arg es wird. Wir haben in einer Dienstkaserne gewohnt und naja, mein Vater ist ja nur von der Arbeit quer durch den Hof gekommen. Er hat ja keine Berührung mit der anderen Bewohnerschaft gehabt. Aber die Kinder, die bis zum 12., 13. März mit mir im Hof gespielt haben, da hat plötzlich vom 2. Stock die Frau Böhm zum Beispiel heruntergerufen: Edith, komm runter, du sollst ja mit den Juden Baumgart nicht spielen. Und die Edith ging hinauf. Aber nach 45 hat niemand was gewusst und es war keiner ein Nazi. Wie hast denn du das erlebt, als am 1. September 1939 der Krieg angefangen hat, als Deutschland Polen überfallen hat? Als 7-Jährige warst du damals. Ja, ich habe da noch nicht viel begriffen davon. Wir haben ja nur so einen kleinen Volksempfänger gehabt. Und da ist ja das nicht so breit getreten worden. Da hat man ja nur immer das Positive in jeder Weise erzählt. Man hat nicht den Überfall auf Polen als Überfall bezeichnet, sondern man hat angeblich dort, Deutsche, die dort angesiedelt waren, befreit. Dasselbe war natürlich dann in Prag. Das war das Gleiche. Und dann ist es eben weiter in Richtung Russland gegangen. Auf der anderen Seite zur selben Zeit gegen Frankreich. Und wie es so schön heißt, man kann mit einem nicht auf 2 Kirtagen sein. Und ich habe nur gesehen, dass die Eltern immer wieder zum Onkel Peppi gegangen sind. Wir haben nur ein kleines Radio gehabt, aber Onkel Peppi konnte BBC London hören. Damals schon. Ja, und wir sind dann hingegangen und es ist keinen eingefallen zu sagen, die Kleine soll rausgehen. Ich war unter der ganzen Schar und habe mitgehört. Und wenn mich wer gefragt hätte ich bestimmt nichts verraten. Wie ist das gewesen, wie du eingeschult geworden bist? Du bist ja 1938 in die Schule gekommen. Ja, wie gesagt, ich war ja 6 Jahre im Jahr 38 und kam in die Volksschule. 1. Klasse, Fräulein Netzhold, war sehr liebenswürdig. Zum Mittag ging sie essen und ich durfte Nachhilfestunde geben. Die Kunsttraude hat die Nachhilfestunde bekommen, die Frau Lehrerin ist zurückgekommen von Essen und ich habe zu Hause gehen dürfen. Ja, das ist gut gegangen. In der 2. und 3. Klasse habe ich den Herrn Oberlehrer gehabt, der auch Schuldirektor war.
Der hat mich sehr gern gehabt, denn ich habe keine Schwierigkeiten gemacht. Ich habe, was man mich gefragt hat, bei einer Prüfung immer beantwortet. In den 3 Jahren bis 1941 hat da die Schule, die Schüler, die Lehrer gewusst, dass du eigentlich Jüdin bist. Naja, 2., 3. Klasse, wie gesagt, beim Herrn Oberlehrer. Ob er was gewusst hat, weiß ich nicht. Aber ich war unbehelligt in dieser Zeit. In der 4. Klasse hatte ich dann die Frau Lehrerin Binder. Von der wusste man, dass sie eine begeisterte Nationalsozialistin ist. Und die kam, das muss die 1., 2. Woche gewesen sein, in die Klasse. Nemschitz, stehen Sie auf. Ich bin aufgestanden. Was ist jetzt los? Nimm deine Schulsachen und verlass die Klasse. Du bist nicht würdig, mit arischen Kindern in die Schule zu gehen. Ich habe mein Schulpackerl zusammengepackt, bin rausgeschlichen und natürlich heulend über die Stiege runtergeschlichen. Ich bin ja gern in die Schule gegangen. Und das hat man mir genommen, aber ich kam dann ins Erdgeschoss. Die Tür von der Kanzlei war am Spalt offen und der Herr Oberlehrer hat herausgeschaut. Der hat mir gewunken, ich soll hineinkommen. Ich bin halt reingekommen, er macht die Türe hinter mir zu und das Einzige, was er gesagt hat, Erikerl war nicht, das wird auch vorbeigehen. Aber im Jahr 1941 ans Ende des Deutschen Reiches zu glauben, wenn es jemand gehört hätte, hätte der Oberlehrer die größten Schwierigkeiten gehabt. Ich bin dann noch einigermaßen getröstet nach Hause gegangen und wurde dann in eine sogenannte Mischlingsschule und Schule für nicht-arische Kinder versetzt, in die Grüngasse. Wir hatten dort als Lehrkräfte Kaufleute, deren Geschäfte man arisiert hat. Die haben uns Deutsch, Englisch und Mathematik beigebracht. Wir hatten auch eine Lehrerin, die wollte uns ein bisschen an Physik beibringen, indem sie aufs Fensterbrett gestiegen ist, die Hand ausgestreckt hat und hat festgestellt, in den Fingern ist mir warm, in den Zehen ist mir kalt. Damit wurde uns erklärt, dass die warme Luft nach oben steigt. Wir haben ja keine Lehrmittel gehabt und wir sollten durchnehmen das Thermometer und die Temperatur. Der kleine Wessel hat aufgezeigt, es war der Kleinste in der Klasse. Wir haben zu Hause ein Thermometer. Na, er durfte es natürlich mitbringen. Kein Mensch hat gewusst, wie groß das Thermometer ist. Das Thermometer war fast so groß wie der kleine Wesseli. Aber es war ein Thermometer. Dieses große Thermometer stammte von seinem Vater, der Chemiker war und der anscheinend so ein großes Thermometer gebraucht hat. Und so haben wir dann das Thermometer erklärt bekommen. Und was ist mit dem kleinen Wesseli passiert? Er ist eines Tages nicht mehr erschienen. Was aus ihm geworden ist, ich habe ja knapp vor diesem Schuleintritt die Auszeichnung bekommen, den schönen gelben Stern, den ich noch immer besitze. Das ist der Original, den du damals... Hier ist das Original, das habe ich mir aufgehoben, schön gefüttert von meiner Mutter, die ja Schneiderin war, damit es nicht ausfranst und dass man es immer rauf und runter nehmen kann. Und die Mama mit mir fortgegangen ist und im Haus musste ich den Stern auf jeden Fall tragen, wegen der Hausparteien.
aber beim nächsten Straßeneck war der Stern bei der Mama in der Rocktasche. Und bis zum Nachhausekommen, da ist dasselbe in umgekehrter Reihenfolge passiert. Also vielleicht erzählst du die Geschichte, wie du den Judenstern 1941 gekriegt hast, in der Taborstraße. Ja, die schöne Auszeichnung, die wir vom Adolf gekriegt haben, die mussten wir uns aus der Taborstraße abholen. Wir sind dann raufgegangen auf die Schwedenbrücke und ich stehe neben der Mama und schaue durch das Gitter runter in den Donaukanal. Also was mir eingefallen ist, ich sage zur Mutti, Mutti, wenn ich da jetzt reinspringe, hast du keine Sorgen mehr. Was ich meiner Mutter damit angetan habe, das habe ich eigentlich kurz danach begriffen. Sie hat mich nur an sich gezogen und die Tränen sind ihr runtergeronnen. Wir sind eingestiegen in den O-Wagen. Mama hat einen Einzelsitz gehabt, nimmt mich am Schoß. O-Wagen fährt los. Es steht eine Dame und neben ihr ein Arbeiter in einer Arbeitsuniform. Plötzlich sagt die Dame, der Judenwagen, der muss aussehen. Das hat der Arbeiter irgendwie nicht richtig empfunden. Er hat gesagt, lass es das Kind in Ruhe. Das Kind kann ja nichts dafür. Und nachdem der das gesagt hat, hat sich der Großteil der Insassen dieser Straßenbahn auf seine Seite gestellt. Und die Dame musste dann bei der nächsten Station aussteigen. Auch sowas hat passieren können. Zivilcourage. Ja, Zivilcourage, die man heute sehr oft sucht, die hat es damals auch gegeben. Allerdings mit Lebensgefahr verbunden. Wie oft hast du den tragen müssen, den Judenstern? Wann hast du den immer umhaben müssen? Den Judenstern, den musste ich auf jeden Fall tragen im Haus. Wir haben ja wie überall ein paar so begeisterte Nazis gehabt. Und für die war das ein Genuss, wenn sie mich gesehen haben, mit Judenstern. Naja, ich habe ihn getragen, Mama hat mir rumgehängt, nachdem sie ihn schön gefüttert hat. Und es war ca. 50 Meter in der Gasse hinunter zur Hauptstraße. Bei der nächsten Seitengasse ums Eck und der Stern war in der Mama ihrer Rocktasche. Und wir haben unsere Erledigungen gemacht, zurückgekommen, wieder auf dasselbe Platz. Dort habe ich meinen Stern wieder gekriegt und wir sind wieder ins Haus gegangen. Aber das war ja lebensgefährlich, wenn das wer rausgekriegt hätte, dass du den nicht tragst. Die Mama hat schon geschaut, dass das irgendeine Zeit ist, wo weniger Verkehr in der Gasse ist. Und außerdem, meine Mutti hatte einen breiten Rücken und konnte sich sehr gut vorstellen. Nicht geistig vorstellen, sondern körperlich. Es waren in Wien sehr viele Juden, der Großteil natürlich im 2. Bezirk. Aber so wie meine Eltern, wir waren im 11. Bezirk, hat es in anderen Bezirken natürlich auch welche gegeben. Und wenn das Volljuden waren, haben sie natürlich dann umgesiedelt in die Leopoldstadt, den 2. Bezirk. Wenn man alle beieinander gehabt hat, hat man sie leichter verladen können, um sie irgendwo, wohin weiß man sowieso, gebracht hat. Wie der Großonkel meines Vaters und dessen Gattin. Ist ein Mord geworden im KZ Theresienstadt.
Naja, die beiden haben in Simmering einen Alteisenplatz gehabt. Also wo die Leute auch das Heferl hinbringen haben können. Da haben wir ein paar Groschen dafür gekriegt. Das Geschäft hat man gleich arisiert und sie sind eines Tages abgeholt worden und in der Praterstraße in so einer Mehrpersonenwohnung untergebracht worden. Von dort sind sie, so wie eine andere Tante meines Vaters und dessen Cousine, plötzlich verschwunden. Den Weg kann man sich vorstellen. Haben Sie gewusst damals, wo die hingebracht werden, die ganzen Juden, die deportiert geworden sind? Auschwitz oder? Nein, vom Onkel und der Tante wurde gesagt, sie wären nach Theresienstadt gebracht worden. Wir haben von ihnen nie mehr was gehört, weder aus Theresienstadt noch später. Haben Sie damals in der Zeit die Worte Auschwitz, Treblinka einmal gehört oder ist es erst nach dem Krieg alles so aufgekommen, wo da über 6 Millionen Juden ermordet geworden sind? Naja, man hat es nicht genau gewusst, aber dass es ihr Dachau zum Beispiel war jedem in Österreich bekannt, und der andere sagt, er hat es nicht gewusst, tut's mir leid. Die anderen Konzentrationslager, die sind zum Teil im Nachhinein erst ausgebaut worden und so wurden auch die Leute erst langsam aus ihrer Heimat gebracht. Dass irgendwas gibt, was nicht menschenwürdig war, das hat man gewusst, aber man hat nicht gewusst, wie es heißt. Weil Ihr Vater hatte das ja ein bisschen mitbekommen am Aspang-Bahnhof. Naja, er hat das Einsteigen, das Verladen der Juden am Aspang-Bahnhof gesehen und dass man da mit den Juden nicht gerade fein umgegangen ist, das weiß man heute auch. Aber für den Papa war das natürlich nicht angenehm. Er war nämlich, das war eigentlich später erst, wie der Russlandfeldzug angefangen hat. Mein Vater hat auch ein bisschen von Geschichte gewusst, es hat ihn auch interessiert. Und so hat er eines Tages, wie die deutschen Soldaten vor Moskau gestanden sind, gemeint, na dort hat sich der Napoleon auch kalte Füße geholt. Dem Adolf wird es genauso gehen. Das hat jemand gehört, für den es nicht bestimmt war. Und der hat mir, wie man damals gesagt, den Papa vernadert. Und mein Vater hat aufgrund dessen seiner Äußerung Schwierigkeiten gehabt. Und die Mama hat natürlich versucht, ihn rauszureißen, wie sie es immer gemacht hat. Die Mama ist ja mit dem Papa hingefahren, sie hat ihn ja nie allein gelassen. Und die ganze Strecke von Simmering bis zum Warzimplatz hat der Papa nichts zu hören bekommen, als du hast nichts gesagt, du weißt nichts. Du hast nichts gesagt, du weißt nichts. Wie gesagt, Mutti hatte die Hosen an und Papa hat gefolgt. Es ging ja nicht anders. Und wie gesagt, dort angekommen, hat man den Papa in ein Zimmer gerufen. Mama hat nicht mitgehen dürfen, die ist draußen gesessen. Und hinter dem Schreibtisch saß ein SS-Mann. Und, großes Wunder, dieser SS-Mann hat dem Papa einen Sessel angeboten. Das war schon Seltenheit. Na jedenfalls, der Papa hat sich Platz genommen und dann ging die Fragerei los. Haben Sie das gesagt?
Ich habe nichts gesagt. Ich weiß nichts. Sind sicher, haben sie das gesagt. Und es ging so circa eine Viertelstunde. Dann hat der gute SS-Mann genug gehabt davon. Er hat gesagt, so, und jetzt gehen sie nach Haus und nächstens sind sie ein bisschen vorsichtiger. Das von einem SS-Mann zu hören, war ein großes Wunder. Dass der Großteil natürlich begeistert war vom Adolf, das ist ja nicht abzustreiten. Der Papa war erst in einer Fabrik mit schweren Säcken beschäftigt und dann hat man ihn aufgrund dieser Denunziation in einen sogenannten Judenbetrieb überstellt. Die Außenstelle war der Aspern-Bahnhof, daher konnte er ja den Abtransport beobachten. Die Mama war ja nicht würdig, in einem kriegswichtigen Betrieb zu arbeiten, nachdem sie mit einem Juden verheiratet war. Und so ist sie als, heute nennt man sowas, Raumpflegerin, damals hieß das Bedienerin, in der griechischen Gesandtschaft beschäftigt. Wie hat denn die Mutter das geschafft, dass sie das Konvertieren zum jüdischen Glauben versteckt hat? Da hat sie den Taufschein, hat sie da ein bisschen manipuliert gehabt. Ja, sie hat ihren eigenen Taufschein, auf dessen Hinterseite der Übertritt zum jüdischen Glauben vermerkt war. Naja, sie hat den Taufschein auf den Ofen gelegt, auf den abgestellten, und das Papier wurde dann so braun und etwas brüchig. Ein Fleckerl in der Größe des Taufscheins mit einem Mehlwasserkleister bestrichen, und der Taufschein war nicht mehr jüdisch, sondern arisch. Auch so kann man etwas korrigieren. Ich habe unter anderem vom Waldviertel mit der Mama Selchspeck unter anderem auch Mohn, auf dem die Todesstrafe gestanden ist. Und jetzt weiß ich nicht. Erzähl die Geschichte weiter dann mit dem Mohn und mit dem Selch, wie dann der Gendarm gekommen ist, wie die Mutter dann so das... Naja, wie gesagt, wir waren einmal im Waldviertel wieder. Der Weg runter nach Krems, den haben wir geschafft mit einem Auto. Die haben uns mitgenommen und das Auto bleibt stehen. Der Chauffeur klappt die hintere Klappe auf, ich rutsche runter und wie ich kaum mit den Füßen am Boden war, sehe den Gendarm kommen. Ich habe ja gewusst, dass die Mama im Koffer hat. Und habe natürlich sofort Angst gehabt. Mama, schau, der Gendarm kommt. Meine Mutter ganz ruhig. Na, lass ihn nur kommen. Und er kommt auf sie zu und herrscht sie an. Haben Sie Marillen? Das war nämlich gerade die Marillenzeit. Die Mama hat ja nicht gelogen. Sie hat nur gesagt, nicht der Einzige. Und hat ihm das Gebäck hingehalten. Nachdem es keine Marille gehabt hat, hat ihn das Gebäck anscheinend nicht interessiert. Und die Mama kam mit Mühe ungeschoren wieder nach Wien. Wo eben das Mohnöl drinnen war, wo auf die Todesstrafe gestanden ist in dem Koffer. Auf Mohn ist die Todesstrafe gestanden, weil man das Mohnöl angeblich für die Flugzeugindustrie gebraucht hat. Und wie man da dich oft durch die Zugkontrolle gebracht hat. Ja, es war ja in der Franz-Josef-Bahn. Wir sind von Wien immer nach Weißenkirchen gefahren und dort zu Fuß ins Waldviertel rauf. Und es war ja damals üblich, in den Waggons, dass uniformiertes
gekommen sind, Kontrolle. Man hat Deserteure gesucht und so etwas Unliebsames wie mich. Nun, die Mutti hat sich da zu helfen gewusst, nachdem sie ist ja eigentlich in unserer Familie die einzige Volljüdin gewesen, denn sie ist ja zum jüdischen Glauben übergetreten, konnte das aber Gott sei Dank verstecken. Und naja, der ist gekommen, die Mutti hat ihren Pass herausgenommen, den ich auch heute noch habe, und den hat sie dem gegeben. Sie war ja Arierin, hat sie gesagt. Der hat ihren Pass hergezeigt und dann hat sie verzweifelt in der Tasche zum Suchen gefangen. Sie hat das Unterste zu oberst gekehrt. Jetzt habe ich der Kleinen ihren Ausweis vergessen. Und ihr Gesicht war so traurig darüber, dass sie immer durchgekommen ist. Also meine Mutter hatte, schauspielerische Talente. Die Mama hat ihren Taufschein gehabt und durch das Übergeben war sie Arierin. Und auch ihr Pass war natürlich für eine Arierin ausgestellt. Und so konnten wir natürlich auch durch Kontrolle durchrutschen. Aber die Mama hat ja, wie gesagt, die Hosen angehabt. Der Herr in der Familie war die Mutti. Sie hat die Hose allerdings 1945 nicht ausgezogen. Sie ist weiter der Herr in der Familie geblieben. Du hast ja die ganzen 6 Jahre, wo der Krieg war, die 7 Jahre im Nationalsozialismus in Wien verbracht. Ja, ich war die ganze Zeit in Wien. Ich habe unter anderem auch durch den Albert, mit dem ich in der Schule war, aber dieses Schuljahr ging auch zu Ende und man hat diese Schule auch gesperrt und hat versucht, uns der Verblödung zu überlassen. Aber wie gesagt, ich hatte einen Schulkollegen, der getauft war, und so hat Albert, so hieß er, zu mir gesagt: Erika, gehst du mit? Die Klosterschwestern würden uns Unterricht geben. Natürlich bin ich mitgegangen, ich war doch froh. Wir haben eine Klosterschwester gehabt. Naja, wir haben den Tisch, der rechteckig war, so besetzt, dass wir auf der einen Schmalseite und die Schwester auf der anderen Seite saß. Uns hat nämlich vor der Schwester gegruselt. Wir haben es ja nicht gewusst. Zumindest damals wusste ich noch nicht, dass dieses Abschuppen Psoriasis, also die Schuppenflechte war. Aber wir haben zumindest Unterricht gekriegt. Und so bin ich über diese Zeit gekommen. Wie hast du dann oft die ganzen Bombenangriffe erlebt, die Sirenen? Naja, meistens waren wir, die Mama war ja Kriegsdienst verpflichtet, ohne mit Krieg zu tun zu haben in der Botschaft. Und immer wenn Fliegeralarm dann war, sind wir quer durch Wien bis in die Meistersingerstraße gelaufen. Und der Papa, der am Aspernbahnhof beschäftigt war, ist auch dorthin gekommen. Das war ein 4 Stock tiefer Keller. Und einige Häuser weiter ist auch eine Schauspielerin durch einen Bombenangriff ums Leben gekommen. Das war der sogenannte Heinrichshof. Und da sind sehr viele ums Leben gekommen. Das war ein großer Bau. Und die liegen heute noch drunter. Ja, man konnte sie ja nicht rausgraben.
Wie war das bei dir selber? Hast du dich dann auch oft in Luftschutzkeller versteckt, wenn die Naja, wir Sirenen... sind von der Botschaft sind wir runtergelaufen und waren dann im Keller vom Wiener Papier. Das war die Firma, diese Judenfirma. Und wir waren dort, das ist nicht weit von der Oper weg. Beim Ausgang hat man links die Staatsoper gesehen. Und so habe ich im Jahr 1945 auch den Brand gesehen von der Staatsoper. Allerdings nur von der Seite, aber es hat genügt. Aber wie gesagt, damals hat das für mich noch nicht so viel bedeutet, die Staatsoper. Heute ist es natürlich ein anderes Spiel. Papa haben sie ja dann ins Burgenland geschickt. Und zwar hat man im Burgenland Schanzengräben in den großen Äckern gemacht und hat gehofft, mit diesen Schanzengräben die russischen Panzer aufzuhalten, was natürlich illusorisch ist. So ein Riesenpanzer, vor dem war so ein kleines Loch, ganz gemütlich drüber. Da bist ja du dann auch mitgefahren mit der Mutter, eigentlich illegalerweise noch dem Papa noch ins Burgenland. Na ja, klar. Damals hat man nur 75 Kilometer den eigenen Wohnraum verlassen dürfen. Und die Mutter hat ja, wie der Hitler gekommen ist, hat man ihr nahegelegt, sie soll sich scheiden lassen und soll behaupten, ich wäre nicht das Kind meines Vaters. Die Mutter hat gesagt, und wenn ich mit ihm bis ans Ende der Welt gehe. Dass das Burgenland für die Wiener im Jahr 1945 nur das Ende der Welt war, ist eine andere Frage. Meine Mutter hat gesagt, bis ans Ende der Welt, und wir sind dem Papa nachgefahren. Nur waren das nicht 75 Kilometer, sondern mehr als 150. Also das Doppelte, aber die Mama war ja nicht zu bremsen. Und so sind wir dann auch nach Winden im Burgenland gekommen, waren dort einquartiert. Papa hat uns oft besucht, der war im Nachbarort. Allerdings erst am Abend, wenn es keiner bemerkt hat. Wie ist denn das gewesen? Das hast du gerade vorher angesprochen, da warst du beim Südostwall, wo der Papa Ja. dort unten war. Ja. Und da ist ja dann der Todesmarsch gewesen der ungarischen Juden nach Mauthausen. Ja. Erzähl einmal das, was du da gesehen hast. Naja, es ist so gewesen, die Bäuerinnen und auch ich und meine Mutter sind am Straßenrand gestanden und diese haben sie vorbeigeschleppt und die Bäuerinnen haben ihnen Brot zugesteckt. Aber ein paar von den Bewachern, die mitgegangen sind, haben weggeschaut. Das ist auch passiert. Aber natürlich der Letzte, der nachgeschlichen ist, der ist fast nicht mehr mitgekommen. Und man hat dann, wie der Zug vorbei war, immer wieder Schüsse gehört und hat im Nachhinein erfahren, dass diese Schüsse den irgendwelchen Marschierenden gegolten haben, die nicht mehr mitgekommen sind, die hat man einfach in den Straßengraben geschossen. Diese Erfahrung, die wir später gemacht haben, war auch nicht schön. Das heißt, du hast das gesehen, wie die ungarischen Juden von der SS oder von der Hitlerjugend kaltblütig erschossen geworden sind, die was nicht mehr Auch mitkennen. die Hitlerjugend war unterwegs und war sehr begeistert und hat, wenn es notwendig war, auch geschossen. Die hat kaltblütig die abknallt. Für die war ein Menschenleben einfach nichts wert. Und das waren dann auch die gleichen, das hast du nachher auch gesagt, wo dann die Panzerfaust in die Hand gedruckt gekriegt haben am Kriegsende. Diese Kinder hat man dann, denen hat man Waffen mit Hand gedruckt und hat sie gegen den Feind geschickt. Der Feind war in die eigenen Reihen. Aber das haben die Kinder erst begriffen, bis es weh da hat.
durch die ganze Propaganda, was da immer eingetrichtert geworden ist von alle Seiten, Volksempfänger, Ich habe ja Zeitungen. im Herz-Jesu-Kloster, wo ich Klavier spielen und Schule gehabt habe, war auch ein Lazarett. Und da waren die Gefangenen ein bisschen besser beieinander, sind sie im Garten spazieren gegangen. Eine Hand hat gefällt, ein Fuß hat gefällt. Ja, sind die Menschen erst nüchtern geworden, wie die zurückgekommen sind. Beim Hitler haben sie, da sieht man doch ein Büttel in Hitler vor der Staatsoper, im Auto stehen. Da haben sie gejubelt. Der Jubel hat aber nur so lange gedauert, bis der Mann oder der Sohn entweder verwundet oder tot war. In stolzer Trauer für Führer, Volk und Vaterland. Das waren die Telegramme, die sie gekriegt haben. Zum Schluss sind wir dann nach Wien. Und zwar, mein Vater hat gesagt, fahrt bitte nach Wien. Ich glaube, die Front kommt sehr nahe. Man hat zum Teil nämlich schon die Kanonen gehört. Mama ist mit mir nach Wien gefahren. Naja, und der Papa ist unten geblieben. Bis eine Nacht musste er hinausgehen, menschliche Bedürfnisse, und hat bemerkt, dass die SA nicht mehr da ist. Hat natürlich sofort seine Kollegen angerufen und hat gesagt, wir sind frei. Und dann die vier sind dann natürlich jeder in die Richtung gegangen, wo sie glaubt haben, dass sie am schnellsten zu Hause kommen. Und am 3. April plötzlich geht die Tür auf und der Papa steht da. Wie bist denn du zu mir zurückgekommen? Naja, in der Not frisst der Teufel bekanntlich Fliegen. Mein Vater, die anderen, jeder hat sich in seine Richtung entfernt und der Papa ist nach Burg Eisenberg zur Bahn. Und dort stand ein Zug mit SS. Und wurde natürlich gefragt, weil er ja in Zivil war. Allerdings hat er einen Anzug gehabt, der bei den Illegalen seiner Zeit modern war. Dunkelgrün und Knickerbockerhose. Naja, die haben ihn gefragt, naja, er ist in geheimer Mission unterwegs, dafür hat er keine Dokumente. Die Zeit war schon so, dass die SS auch schon keinen Verstand mehr gehabt hat und haben ihm alles geglaubt. Und Papa fuhr mit bis Wiener Neustadt. Weiter ist es nicht gegangen. Wie er weiterkommen ist, weiß ich nicht. Nur am 3. April stand er plötzlich in der Tür. Und die Oma hat gerade Fußboden gewaschen. Der Papa hat begonnen, alles, was für die Küche notwendig ist, von der Küche abzumontieren und in einen Wäschkorb in den Keller zu tragen. Na gut, die Zeit ist vergangen, der Papa ist runter, rauf. Plötzlich, er steht bei uns in der Tür, bleibt er ganz ruhig stehen und sagt, Renz, ich glaube, ich höre Bomben fallen. Meine Mutter, die ja im Bett gelegen ist mit einer Verkühlung, die war geschwind aus dem Bett. Die Großmutter hat das Geschirr und den Fußboden stehen lassen und ist bei der Tür raus. Und ich auch. Ich stand zwischen Parterre und 1. Stock. In dem Moment ist im Nachbarhaus eine Bombe explodiert, und zwar eine Splitterbombe. Wir haben dann Teile davon im Hof gefunden. Und man hat sich ausrechnen können, wie groß die Bombe war. Die war circa, etwas über einen halben Meter. Aber sie hat gereicht. Meine Mutter hat
Handwurzelknochen und Splitter gehabt. Und der Papa in die Oberschenkel, Handteller, große Wunden. Er ist dann in den Keller gekommen, der Papa wurde abtransportiert. Die Mama hat nur unsere Haussanitäterin verbunden. Und sie hat halt, nachdem das im Handwurzelknochen war, war es sehr schmerzhaft. Und sie hat einige Nächte hindurch geschrien, weil man ja nicht auf die Straße konnte, weil die Russen ja im Anmarsch waren. Und hat die Hand so auf so einem komischen Gestell oben gehabt. Und wir sind halt im Keller auf Matratzen gesessen und haben die Zeit verbracht und gehofft, dass es bald vorbei ist, bis plötzlich im Durchgang vom Keller zur Waschküche ein russischer Offizier gestanden ist. Im schönsten Deutsch: Die russische Truppe, die sind ungefährlich. Das, was nachkommt, der Tross, dafür konnte man nicht die Hand ins Feuer legen. Das war umschrieben. Und wie gesagt, diese Nachgekommenen, die wären oft 3 Jahre und länger nicht zu Hause gewesen. Und ich habe im Nachhinein, eigentlich erst voriges Jahr, mit einem Kriegsteilnehmer gesprochen. Und der hat mir gesagt, das, was die Russen angestellt haben, das haben wir in Russland genauso gemacht. Also man darf sich nicht wundern, wenn sowas zurückkommt. Aber dass heute noch jemand sich traut, das zuzugeben, alle Achtung. Dass es in Russland heute, ja, das hat ja mein Vater eben gesagt, das wird sich der Adolf kalte Füße holen. Das haben sie ja dann auch gemacht. Den Papa hat man es angekreidet und die anderen haben es erlebt. Dichtung und Wahrheit. Und dann war der Krieg einmal aus, irgendwann. Wie war das dann? Ja, ich bin mit anderen Kindern, wir haben meistens im Hof gespielt und da durften sie ja bereits wieder mit mir spielen. Und plötzlich ging vom 3. Stock von der Frau Schertler der Ruf runter, der Krieg ist aus. Und im selben Moment fangen Glocken zu läuten an. Allerdings keine wirklichen Kirchenglocken, die hat man ja eingeschmolzen, sondern aus dem Radio. Ich bin im Hof gestanden, habe das gehört, ich habe nichts gesagt, ich habe Gänsehaut gekriegt und die Tränen sind mir runtergeronnen. Zu wissen, ich bin wieder ein vollwertiger Mensch. Dass einem das mit 13 Jahren auch einfallen kann, ich glaube, da gehört ein bisschen ein Kopf dazu. Und den verwende ich jetzt eben zum Einsatz an Schulen. Das ist ja das, was du in bereits über 200 Einsätzen in der Schule auch den Kindern immer wieder mitgegeben hast. Frieden und Freiheit sind heute leicht gesagte Wörter. Ja. Damals Ja. war es ein Wunschtraum. Das war ein Traum, dass man wieder ruhig schlafen kann, dass man einkaufen gehen kann. Es weiß ja halt keiner, was das heißt. Ich werde oft gefragt, ob sowas wiederkommen kann. So, wer die menschliche Dummheit kennt, muss das leider bejahen, denn die Menschheit wird nicht lügen.
Erst bis alle aufs Dach kriegen, dann werden sie nüchtern. Was können wir da tun, dass wir das irgendwie das Ruder umreißen können? Ja, man kann versuchen, wenn man besonders in der Jugend, in der Schule, den Kindern zu sagen, wie die Zukunft sein soll und was sie unterlassen sollen, dass sie eines nicht vergessen. Es gibt in der Religion den Spruch, Gott schuf den Menschen. Also mein Vater hat mir gesagt, wenn du im Leben auf alles vergisst, vergiss nie, dass du ein Mensch bist und handle danach. Das ist einer der Gründe, warum ich an Schulen gehe. Über 200 Mal. Über 200 Mal, ja. Ich habe dafür auch das Goldene Verdienstabzeichen gekriegt. Ich habe es nicht selber verlangt. Eine Schule war der Meinung, ich würde es verdienen. Ich habe mich darüber gefreut. Aber ansonsten, im Augenblick weiß ich nicht, wie die Zukunft ist. Und dass an zwei Enden der Welt schon wieder Krieg ist nicht zu verstehen. Welche Botschaft haben Sie da oft den Schülern immer mitgegeben, was man sich zu Herzen nehmen soll? Was haben Sie den Kindern oft immer so mitgegeben für einen Ratschlag? Ja, man soll nicht auf die Rasse schauen. Man soll überlegen, ist egal, ob der Schneckerln oder schwarze Haut hat. Mensch ist Mensch. Und das sollen die Kinder beherzigen. Wenn sie Menschen sind und denken können, kann man vielleicht Kriege verhindern. Aber das vielleicht steht leider Gottes immer im Raum. Sie sind ja einer der allerletzten Zeitzeugen, vor allem einer der allerletzten Holocaust-Überlebenden in Österreich. Es gibt vielleicht noch eine Handvoll, die aus erster Hand berichten können von damals. Ja, es sind allerdings einige von den richtigen Zeitzeugen nicht mehr in der Lage, zum Teil gesundheitlich, zum Teil schon vergesslich. Da kommen dann als Zeitzeugen meistens entweder die Söhne oder die Töchter, wenn die Väter oder Mütter ihnen etwas erzählt haben. Aber deswegen bin ich ja so dankbar, dass Sie uns im Rahmen von unserem Friedensprojekt das aus erster Hand so eindrucksvoll geschildert haben, weil ich mir das als junger Mann gar nicht vorstellen kann, was Sie als Kind zwischen 6 und 13 Ja. Jahren das so erleben mussten. Als Kind, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, das ist eben das. Wie der Mann in der Straßenbahn gesagt hat, lassen Sie das Kind in Ruhe, das Kind kann nichts dafür. Man kann seine Töter aussuchen. Und auch der größte Nazi hat Eltern gehabt. Ob die mit ihm zufrieden gewesen sind, ist eine andere Frage. Inwiefern ist dann vor allem nach dem Krieg über das alles gesprochen geworden? Die ganzen Kriegsverbrechen, Kriegsmassaker, Holocaust, der Erinnerungskultur. Wie ist das so nach dem Krieg aufgearbeitet geworden? Ja, meistens habe ich gehört, jetzt macht's endlich einen Strich dahinter. Ich habe nur gemeint, ich kann hinter einer Rechnung, die ich nicht gelöst habe, keinen Strich machen. Ob das angekommen ist, das weiß der liebe Gott allein. Warum ist es für Sie wichtig, dass Sie als einer der letzten Zeitzeugen Ihre Geschichte erzählen? Warum haben Sie das so oft gemacht? Was ist das Ihr Beweggrund dahinter gewesen? Weil es muss ja Mein schmerzhaft sein. Vater ist immer der Meinung gewesen, eine Gabe
die du vom Schicksal ins Leben mitbekommst, musst du auch später einsetzen, besonders wenn diese Gabe positiv ist. Man muss, wenn man in eine Klasse reinkommt, die einen ja nicht kennt, da ist ja bei den meisten, ich war auch einmal jung, ich weiß auch, wie man denkt als Junger, aber da denkt man dann meistens, na, was wird die Alte erzählen? Und da muss man durch. Und das mache ich insofern, dass ich sage, ich mache jetzt etwas, was Mädchen nicht machen sollen. Ich setze mich auf den Tisch, ich sitze dann auf dem Tisch, nicht am Tisch, denn das wäre im Deutschen falsch. Eine Lehrkraft hat gesagt, Sie bringen Lebenskunde, Deutschunterricht und Geschichte in einem. Ja, mir ist es egal. Ich habe den Kindern eines gesagt, für mich seid ihr keine Schüler, für mich seid ihr gleichbedeutend mit meinen Kindern. Und das werde ich nie vergessen. Welche Botschaft geben Sie uns mit auf den Weg, den Zusehern, die was das jetzt da gesehen haben, Ihre eindrucksvolle Geschichte? Wenn Leute was Blödes sagen, entweder sie zurechtweisen, was meistens unnütz ist, oder sich umdrehen und weggehen. Denn, wie heißt es so schön, für die Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Sie haben ja auch einmal gesagt, man braucht keine 10 Gebote, man braucht nur eines. Ja, mein Vater hat mir gesagt, ich habe dieses Gebot schon vorhin erwähnt, wenn du im Leben auf alles vergisst, vergiss nie, dass du ein Mensch bist. Und Menschsein heißt eigentlich die Gebote halten. Weil ein anständiger Mensch lügt nicht, ein anständiger Mensch bringt niemand um. Und so kann man das fortsetzen. Das heißt, die goldene Regel beachten, was du nicht willst. Ja, genau. Was du nicht willst, das wann dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Also diese alten Sprichwörter beinhalten so viel Wahrheiten. Ja, das ist jahrhundertelanges Wissen. Was ist der Sinn im Leben? Dass man bei der Wahrheit bleibt. Wie gesagt, der Sinn in meinem Leben ist Wahrheit, Hilfsbereitschaft. Mehr kann man den Menschen nicht mitgeben. Und sich eines nicht machen lässt, sich blöd machen lässt. Durch irgendwelche Redner, die gut reden können, die den Menschen das Blaue vom Himmel versprechen. Und was dann vom Himmel kommt, das haben wir in den 7 Jahren gehört und gesehen. Und viele haben es mit dem Leben bezahlt. Wer es nicht glaubt, der kann am Wiener Zentralfriedhof beim 3. Tor eine Menge nebeneinander liegende Gräber sehen, alle mit diesem Datum. Ich habe diese Schulbesuche jahrelang gemacht, um das zu verhindern, dass man Kinder für so etwas erzieht. Denn, wie gesagt, das ist ja den Kindern mehr oder weniger eingedrillt worden. Das sind keine normalen Menschen, das sind Unmenschen und die kann man einfach wegschießen.
Die Propaganda. Die Bitte? Propaganda, die Rassenlehre, was da Ja. propagandiert geworden Im ist. Nachhinein war natürlich keiner schuld an dem Ganzen. Es ist ja unvorstellbar, wenn man sich allein die Zahl 6 Millionen Juden anschaut. Das muss man sich mal, das Ja. ist 2/3 von heutigen Österreich. 2/3. Ja, Bis auf Wien das ganze österreichische Volk ausradiert. Nur Wien überlebt. Sonst alle 8 Bundesländer weg von der Fläche. ja. Was ich für die Zukunft wünsche, dass unsere Nachkommen keine Kriege erleben, dass sie friedlich mit ihren Nachbarn leben und nicht,
wenn der Nachbar ein Stückerl mehr hat, ihm neidig sein. Das ist ja so. Wie heißt das? Der Mensch wird leider klüger nicht, wie oft man auch die Wahrheit spricht. Ja.